Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Anno 1800 auf der Konsole. Und ihr lest schon, wir sind in der neuen Welt endlich angekommen, nachdem wir in der letzten Folge eine Expedition dorthin veranstaltet haben. Und auch ein bisschen von der Kampagne noch, ja, mit was gelernt haben mit der Story. Wir schauen uns das hier mal kurz an. Das hier ist also so ein bisschen, man fast sagen, Südseemäßig. Also es gibt so, ich weiß jetzt nicht genau, so Mexiko, Südamerika auf jeden Fall. Wenn wir ganz aus der Karte rauszoomen, kann ich euch noch mal kurz zeigen. Dann ist das auf jeden Fall die neue Welt. Hier drüben, da ist die alte Welt, was ja eher so Europa, England ist. Ja, genau. Da ist die neue Welt und da siedeln wir und es hat auch eben komplett neue Baumöglichkeiten. Die Einwohner heißen Analero. Und die sind zwar ähnlich von der Spielweise her. Also man fängt auch mit einem Marktplatz an. Und dann baut man die Wohnhäuser. Aber die haben natürlich eigene Bedürfnisse. Hier gebackene Bananen zum Beispiel. Und noch einiges mehr. Und das werden wir auf jeden Fall jetzt in dieser Folge kennenlernen. Rum auf jeden Fall brauchen wir hier. Zielort. Wahrscheinlich müssen wir mit unserem Schiff hier auch erstmal hinfahren. Route eingezeichnet. Und in der Zeit können wir hier schon mal die Grundlagen aufbauen. Was ich mich gerne wissen würde von dir, der du ja das zuschaust. Warum schaust du zu? Schreib es mir nochmal in die Kommentare. Ganz einfach. Einfache Frage, einfache Antwort. Also, bist du selber Anno-Fan? Spielst du es so auf dem Computer? Überlegst du dir es auf der Playstation noch zu holen? Guckst du einfach gern Leuten beim Siedeln zu? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Also ab in die Kommentare damit. Okay. So, also wir müssen hier auf jeden Fall noch ein paar mehr Häuser bauen, damit wir Arbeitskräfte bekommen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Dann... Upsala. Man kann übrigens, habe ich gesehen, man kann ganze Häuserblöcke auch verschieben, wenn die nicht so ideal gesetzt sind. Soll ja schon ein bisschen Symmetrie haben und so. Jedenfalls hier die Straßen sollen aneinander passen. Allerdings, ihr seht es schon, ein Kästchen noch drüben muss ich noch. Und irgendwie habe ich ein bisschen Frosch im Hals heute. Aber das soll uns nicht aufhalten. Okay, so. Jetzt haben wir es. Jetzt können wir hier auch die Straße noch dazu bauen. Okay. Dann machen wir hier noch die Anbindung fertig. Dann können wir direkt hier dran schließen. Für Holz und Bretter. Hier im Baumenü. Sägewerk noch dazu. Lagerhaus noch hin. Für die Infrastruktur. Uns geht es ganz gut. Okay. Gut. Was sagt er da unten? Jetzt, da sie eine neue Region entdeckt haben, werden sie hin und wieder zwischen den Regionen wechseln müssen. Öffnen Sie die Regionalkarte, um in eine andere Region zu springen. Okay. Und ja, schauen wir mal ins Aufgabenbuch. Wir sollen 50 Einwohnern Schutz gebieten. Und insgesamt ist unser Ziel natürlich auch, den Kaufvertrag für Prosperity zu erhalten. Und Prosperity ist diese Insel, die haben wir in der letzten Folge ja schon kennengelernt. Aber die Details sind mir jetzt ehrlich gesagt empfallen. So, unser Schiff ist hier. Jetzt ist die Frage, ob wir das einfach hier ausladen können. Okay. Die Purfuria lassen die Kranken und Schwachen bis zum Umfallen schuften. La Isla ist ihre einzige Hoffnung auf Rettung. Und wir sollen jetzt hier Flüchtlinge abholen. Unten links auf der Karte ist es markiert. Prosperity. Wohl irgendwo hier im Nebel sein. Die das alles ausgelöst hat, mit eigenen Augen sehen. Schiff fährt da auf jeden Fall hin.
Es gibt eine Zeit zu warten. Aber diese Zeit ist nicht jetzt. Okay. Also wir müssen die Gruppe von Flüchtlingen abholen. Da ist unser Schiff auch unterwegs. Wir haben jetzt wohl genug Einwohner. Genau, und die haben jetzt hier, ihr seht es schon rechts, ihr erstes Bedürfnis. Und zwar gebackene Bananen. Und dann schauen wir uns mal an. Und erst müssen wir mal kurz auf die Karte gehen hier. Wir können also mit links und rechts wechseln. Sie können die Region wechseln, ja. Dann zu einem beliebigen Punkt auf der Karte springen. Das jetzt tun? Okay. Kurz springen, damit das Tutorial verschwindet. Das ist, wie gesagt, hier unsere alte Welt, aber gut, dass wir vorbeischauen. Denn denen fehlt es gerade so ein bisschen kurzzeitig an Arbeitskraft. Und da ist nämlich die Wurst. Wurst wird knapp. Aber warum? Sie haben doch genug Schweine, okay. Aber die Metzgerei scheint nicht so ganz stark zu sein. Hier ist eine. Können wir die einfach ein bisschen anheuern, ein bisschen motivieren, ein bisschen mehr zu arbeiten. Dann sollte das nämlich auch besser funktionieren. Machen wir mal 15%. Und die Wurst wieder steigt. Oder wir bauen einfach noch eine zweite Metzgerei dazu. Vielleicht die klügere Sache. Ja. Aber da fehlen uns natürlich dann trotzdem Arbeiter dafür. Haben wir hier immer wieder auf 0. Oh. Ja, minus 92. Eieiei. Das ist schlecht. Was haben wir hier für eine Aufgabe noch? Matzbär. Oh, ein Geschenk sogar einfach. Wir haben nicht schon unseren Zoo hier gebaut, ja. Weil, dann können wir wenigstens hier nämlich, wir haben ja schon, also das ist der Zoo. Das ist der Besucherhafen, der aktuell mit 15% Wahrscheinlichkeit Gäste anlockt und so für zusätzliches Einkommen sorgt. Ja, da ist der Zoo auf jeden Fall eine Attraktion. Und hier habe ich schon ein Gehege gebaut. Da können wir jetzt unser erstes Tier ausrüsten. Der Schwarzbär. Voilà. Ein bisschen rein, da ist das Schwarzbärgehege. Jetzt haben die Leute wenigstens was zum Gucken. Okay. Müssen aber noch ein bisschen für mehr Arbeiter sorgen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. So, und dann noch ein paar Bauernhäuser dazu. Gehört dieses Land ihrer Königin oder darf ich? Nö, du darfst da nicht hin. Ursache für mein Bedauern? Also wir können den Mitspielern verbieten, zu siedeln. Finde ich auch ganz witzig. So, jetzt sollte das hier auf jeden Fall mal gut sein. Mal zurück in die neue Welt und schauen mal, wo unser Schiff, ob das schon angekommen ist. Okay, jetzt müssen wir erst natürlich zum Schiff. Da ist das Schiff. Der Captain hat Pläne für eine Expedition. Können wir uns auch noch kurz anschauen. Eine zoologische Expedition mit einer möglichen neuen Spezies für unseren Zoo. Dann nehmen wir mal prächtiger Alk und bereiten das Schiff vor. Brauchen wir denn Heilkunst? Möglicherweise. Wir brauchen Jagdglück. War auch ein bisschen. Und was haben wir hier noch? Nochmal Jagdglück. Glaube. Haben wir nicht im Moment. Okay, aber wir sind trotzdem bei 100%. Dann schicken wir das Schiff mal los. Aber das ist jetzt nicht unser Schiff, was wir... Nein! Das Schiff, was wir jetzt gebraucht hätten für die Expedition. Für die Aufgabe. Finde ich schlecht. Die wollen jetzt hier abgeholt werden. Aber wir haben kein Schiff mehr. Wir können aber, glaube ich, eins kaufen.
Hier ist noch eins. Du bist nicht gekommen, um dich uns Für anzuschließen. 5000. Ja, Zur Stelle. okay. Dann war eben das. Okay. Das war ein bisschen Fail jetzt. Aber passiert halt. Ruder übernehmen. So. Okay, so, dann gehen wir zu unserer Insel noch. Wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. Okay, die Expedition hier beim Schiff ist unterwegs. Und wir haben jetzt hier sogar noch mehr Optionen bekommen. Später können wir noch Pelzmäntel und Rum herstellen. Machen wir aber erstmal Fischöl und eine Bananenplantage. Fischöl können wir wunderbar hier am Hafen bauen. Natürlich mit Anbindung zum Lagerhaus. Die Bewegung braucht neue Helden. Schiff ist Vor auch diesem angekommen. Geschenk des Himmels war ich sehr krank. Man denn am effektivsten. Okay, also ihr seht, sie sind aufgeladen. Gruppe von Flüchtlingen. Und die Ein letzter Blick. wir jetzt auf unsere Insel. Nachdem wir aber die Zeitung lektoriert haben. Die Zeitung sieht sehr gut aus. Zufriedenheit überall. Auch mal positiv, müssen wir gar nicht eingreifen. Vertrauen, Direktor. Okay, und wir müssen hier auf unsere Insel. Da ist hin. Steuermann. Bratene Enten So. fliegen einem selten in den Mund. Und auch unsere Mitspielerin freut sich, dass wir mal nicht lügen müssen. Okay, so, jetzt geht's weiter. Mit den gebackenen Bananen. Dafür brauchen wir nämlich Menschen lassen sie hoch. Plantage. Die Insel ist jetzt nicht so berühmt, ne, mit Siedlungsoptionen. Die meisten sind Zivilisten, die sich nach einem Ort sehnen, an dem sie sich sicher fühlen. Wird das mal hier direkt. Und dann brauchen wir halt diese riesen Felder noch, ne, für die Bananen. Dann wir vielleicht mal anfangen. So. Gut. Okay, und natürlich zum Schluss brauchen wir noch eine Bäckerei. Eine Küche, die Bananen dann auch backt. Und wir haben zu wenig Arbeitskraft. Das können wir jetzt auch gleich noch Einsatzbereit. Die verfolgen die uns drum Diaspora. kümmern. Sie strömen nach La Isla. Wir müssen sie... Und wir müssen also weiter ausbauen jetzt. Nächstes Ziel ist, noch mehr Einwohner zu haben. Das kommt uns natürlich gerade recht, weil wir die ja natürlich auch als Arbeitskräfte brauchen. Hier oben können wir 2 noch ansiedeln. Können wir sogar hier noch mehr. Weg. Ja. So. Mal. Bueno. Ein Botenjunge hat einen Brief Auch übergeben. wie viel. Wahrscheinlich brauchen wir noch eine zweite Bananenplantage. Wir haben einen Brief bekommen. Du weißt nicht, mit wem du dich da eingelassen hast. Verschwinde, wenn dir dein Leben lieb ist. Oder Ja. brenne. Das ist so herzlich. Die Ihre Katze ist Einwohner- aus dem Sack. Jetzt wissen die Purpurier, dass wir nicht allein sind. Okay. Das sind ja unsere Feinde in der Kampagne. Schiff unter Beschuss. Das Schiff wird angegriffen. Oh, welches? Ah, hier. Wir hatten das eigentlich hin. Wenn man fragen darf. Und was macht das hier? Kann da gerne eigentlich zurückfahren. Segel Von setzen! Hafen. Okay. So, jetzt unten rechts steht, Ihre Einwohner verlangen nach Waren, die nur in der neuen Welt hergestellt werden. Richten Sie Handelsrouten ein, damit sie regelmäßig damit versorgt werden. Das kennen wir ja schon so ein bisschen, die Handelsrouten. Aber aktuell haben wir noch keine... noch nichts, was wir auch transportieren. Das wird aber bald... Das wird der Rum sein, den wir dann als nächstes machen. Und wir könnten auch schon die Nähmaschinen hier in Angriff nehmen. Haben wir hier fehlende Waren. Fleisch fehlt. Wir kümmern uns hier um alles. Rinderfarm. Könnten wir hier dann noch eine zweite Rinderfarm hinbauen.
Das in die Mitte. Das mal so. Lagerhaus die Zentrale bildet. Und ringsherum werden dann die Produktionsstätten angesiedelt. Was war es? Rind. Eine Rinderfarm. So, braucht natürlich auch Felder. Mal dran setzen. Und auch so. Hier. Schätzchen, bring Papa doch seinen Hut nach draußen. Und dann können wir noch hier die Straße nehmen und das verbinden. So. Und langsam werden unsere Ziegel knapp. Also auch mal die Produktion hier wieder anfeuern. Okay. So. Also jetzt Nähmaschinen. Eine unvorsichtige Veranlagung. Nähmaschinen brauchen. Das brauchen wir. Wir müssen auf jeden Fall das Kontor ausbauen. Admiral! Oh, unsere Expedition braucht auch noch Aufmerksamkeit. Soll sie bekommen. Keine Angst vor Splittern. Okay, gefangen im Eissturm. Geschick oder mit Navigation können wir den Eissturm entkommen. Schauen, ob das funktioniert. Okay, passt. Sehr schön. So. Also die Nähmaschinchen brauchen eine Nähmaschinenfabrik. Davon haben wir noch keine gebaut. Könnten wir eigentlich direkt hier ansiedeln. Alles andere ist eigentlich ja soweit schon vorhanden. Nur die Frage, in welcher Form. Auf jeden Fall brauchen wir Arbeitskraft. Zwar die Handwerker, die das auch verlangen, da brauchen wir noch mehr. Und das fängt also an wieder bei den Bauern. Also könnten wir könnten es mal umgekehrt machen. Wir stufen von oben nach unten. Also sorgen erstmal dafür, dass wir genug Handwerker haben. Und dann müssen wir jetzt noch die Bauern aufstufen, dass wir genug Arbeiter haben. Und dann bauen wir die restlichen. So. Nur noch die Bauern bauen. Hm? Wahrscheinlich, genau, müssen wir nämlich dann eventuell auch noch unsere anderen Produktionen natürlich entsprechend anpassen. Der Fisch oder so knapp wird. Mal abwarten. Im Moment ist alles blau, aber das liegt auch daran, weil das alles, glaube ich, sich jetzt gerade einpendelt. Fisch steigt so langsam, 96%. Das sieht schon mal gut aus. Ich denke noch ein bisschen mehr Bauern und dann passt das auch. Mal hier 2 und mit Platz für eine Straße dazwischen. Hier können wir noch 3 hinbauen. Sehr gut. Oh, viele neue Besucher treffen ein. Den hier im Hafen. 30%. Sehr gut. Du hast das Potenzial und ich weiß es zu nutzen. Eine Abschlussaufgabe an. Okay, und dann kriegen wir einen Papagei. Das wäre nett. Was möchte sie denn? Wir sollen was zerstören. Oha. Wollen wir denn hier überhaupt schon auch genug was können? Ja, nicht. Wir können noch ein Kanonenboot bauen. Dauert allerdings ein paar Minuten. Wo ist denn unser zweites Schiff? Das können wir ja auch noch hierher. Der Schoner ist, glaube ich, da, aber das Kanonenboot nicht. Volle Fahrt. Auf der anderen Seite ist die Frage... ein neues Zwischenziel Oh, erreicht. was müssen wir denn zerstören? Das sollen wir zerstören in der neuen Welt. Oh Mann. Ja, da kommen wir nicht rechtzeitig hin. Schade. Das wird eher nichts. Die Menschen lassen sie hochleben. Eigentlich direkt, würde ich sagen, Unaussprechliche Schrecken erwarten abbrechen.
Ja, tut mir leid, Madame. Und die Expedition verlangt immer noch nach Aufmerksamkeit. Was haben wir denn hier? Plus 20. Es fällt mir schwer, das zu akzeptieren. Wir können hier mit unseren Erfolgsaussichten. Schiff vom Stapel gelaufen. Wir können es versuchen. Ne, wir haben es ja schon abgebrochen, ne? Aber dafür haben wir jetzt in Zukunft dann Schiffe. Eieiei. Okay, ja, manchmal ist das ein bisschen unübersichtlich. Okay, wir brauchen weitere Einwohner noch, 100 Stück. Damit es hier auch weitergeht. Können wir einfach mal hier anbauen. Oh, das ist auch neu. Das wusste ich nicht. Dass man da so einen Weg ins Wasser bauen kann. Cool. Wir helfen, wo wir können. Ein Feuer ist ausgebrochen. Nein! Hilfe. Feuer ist sehr schlecht. Kaum auf das warme Klima zurückzuführen sein. Oh, vielleicht war das Brandstiftung. Wir können auf jeden Fall jetzt eine Feuerwache bauen. Vom Stapel gelaufen. Braucht allerdings ihre Zeit, bis sie eingerichtet ist. Oh oh. Oh, und er hier hat gar keinen Platz. Können wir den mal woanders hinbauen. Aber das sieht natürlich schlecht aus mit dem Feuer. Aber die Feuerwehr ist jetzt am Start. Können wir noch mehr mobilisieren? Noch nicht, ne? Aber dauert noch ein bisschen, dann können wir das. Wir noch ein zweites Feuerwehrfahrzeug holen. Okay, aber es ist Teil der Kampagne. Also ich habe nichts falsch gemacht in dem Sinne. Oh, aber hier brennt es auch. Eieiei, der brennt mir ja die ganze Insel ab. Das ist nicht schön. Zwischenfall in der Nähe. Ja, müssen wir warten, bis der Brand gelöscht ist. Oder bis es abgebrannt ist. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen ausbaldowert. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Können wir hier wieder aufbauen. Unsere zerstörten Gebäude. So, jetzt sollen wir eine Polizeistation bauen. Dafür brauchen wir aber 300. Wir haben auch seitdem neue Bedürfnisse. Wenn wir die befriedigen, kriegen wir auch wieder ein bisschen Wachstum. Sagt unsere andere Expedition. Feuer. Weit. Okay. Was können wir denn hier noch bauen? Wir können jetzt Ponchos bauen noch in der Produktionskette. Was sagen? Fangen wir hiermit an. Brauchen auch 4. Für die Alpakas, die hier dann ihr Fell oder ihre Wolle dann abliefern. Und natürlich noch eine Schneiderei, eine Poncho-Weberei. Okay. So, was haben wir noch? Das sieht doch soweit schon mal gut aus. Schauen wir mal, wie wir... Ja, nee, passt eigentlich von der Produktions her. Ich hätte überlegt, noch mehr Bananen anzubauen. Aber im Moment reicht das. Müssen wir wahrscheinlich hier noch erweitern. Oder eventuell hier dann. Aber es ist halt nicht viel Platz. Vielleicht brauchen wir auch nicht so viele Leute. Ah, hier hinten. Doch, da können wir noch ein bisschen erweitern. Auch die Straße hier mal weiterbauen.
Okay, Ich neue bin Gebäude so froh, dass uns freigeschaltet. jemand beisteht. Fangen wir mal mit dem Polizeirevier an. Das können wir hin. Die Patrouillen werden die Brandstifter auf frischer Und Tat wieder. ertappen. Schon wieder Feuer. Wir haben noch eine Einwohneraufgabe. Wenn ich es selber mache. Fotografieren Sie die Familie. werden auch immer vergesslicher. Okay, Foto machen. Wenn ihr das wollt, gerne. Hey. Ich bin so stolz. Qualitätsbaumwolle haben wir als Item bekommen. Ein Blick in die Gesichter deiner Leute sagt alles. Pass bloß auf dich. Okay, jetzt sind sie unzufrieden. Warum? Weil sie nämlich rum wollen und eine Kapelle. Gut. Wo können wir am besten die Kapelle bauen? Eigentlich am besten so in der Mitte wäre eigentlich ganz gut. Halt mit 2 umsiedeln. Die beiden. Halt dann. Packen wir euch hin. Hier können wir euch hin. Damit die Kapelle schön in der Stadt. Und wieder stehe ich in deiner Schuld. Okay, so, jetzt kommt Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. gleich das Wichtigste, und zwar der Rum. Der Rum wird gebaut. Was brauchen wir für Rum? Was machen wir hier? So. Ja, wir brauchen Holz und Zuckerrohr. Fangen wir mal mit dem Zuckerrohr an. 128. Schauen, ob wir das einfach... Hier können wir es aufziehen. Hier hin. Und... So. 128. Und dann könnt die Rumbrennerei gleich dazu. Ich höre von meinen Täubchen nicht immer, was ich über dich höre. Da sind Schlaglöcher, passt also auf. Okay. Und wir brauchen natürlich noch ein neues Lagerhaus, sonst wird das hier nichts. Okay, gut. Holz sollte genug da sein erstmal. Aber wahrscheinlich brauchen wir dann noch eine zweite Plantage. Voilà. Versetzen wir ein bisschen. Können wir hier nämlich hier rum noch Zuckerrohr bauen. Ja. Fangen wir mal an. Feld. So. Und dann können wir schon mal eine Route einrichten. Ja. Von unserer Welt, von La Isla, nach Neue Welt, hierhin. Ditchwater. Und es wird eingeladen natürlich der Rum. Ja. Und ausgeladen dort. Mit diesem Schiff sogar, okay. Perfekt. Speichern und schließen. Dann wird Rum transportiert. Moment auch soweit gut aus. Genug Holz ist vorhanden. Ich hoffe, Sie werden mich auch weiterhin Ihre Gebräuche leben. Okay. Das ist ja noch Ihre Aufgabe. Finden Sie 3 Pyrifär, um die Brandstiftung zu stoppen. Oh. Ja, das wäre nicht schlecht, wenn wir die finden könnten. Wo sind die denn? Ort. Das ist jetzt so ein Wimmelbild, ne? Können wir ein bisschen langsamer machen. Weil auf der Konsole... Ja, jetzt vielleicht nicht das beste Minispiel. Hier ist einer. Zack. Ah, okay, die sind aber relativ leicht zu erkennen. Und den auch noch. Du könntest beim Widerstand anheuern.
Hab Dank Gut. für den Schutz, den du Ich fürchte, das wächst sich zu einer Krise aus. Die Kranken sterben, wenn wir ihnen keine Betten und saubere Wäsche geben. Wir müssen weitere Flüchtlinge abholen. Dann unser Schiff. Zwar hier zum Zielort. Okay. Da holen wir noch die Flüchtlinge ab. Vielleicht können wir sogar schon Krankenhaus oder so bauen. Nicht. Aber wir können unsere Einwohner aufsteigen lassen. Dadurch wird vielleicht auch ein Krankenhaus freigeschaltet. Einfach mal die 4. Tada! Zeitalter der Unabhängigkeit. Mit natürlich auch wieder neuen Bedürfnissen. Wir helfen ihnen, etwas Besseres aufzubauen. Neue Gebäude freigeschaltet. Und unser Schifflein ist jetzt auch angekommen. Eine Chance, für eine gerechte Sache einzustehen. Wir sind Sklaven. Gut. Ich flehe dich an. Liefere uns nicht diesen Diablos aus. Nein, auf keinen Fall. So. Steuermann! Ihr werdet jetzt in Sicherheit gebracht. Die Büßer hier arbeiten für uns. Oh. Ah! Wo sind die? Da. Wir werden angegriffen. Mein Schiff in Ruhe. Ja, schnell in Sicherheit bringen. Ich frage nur ungern, aber... Sehr gut. Ja, wir brauchen 2 Fregatten in der neuen Welt. Wenn das hier vorüber ist, werde ich mich erkenntlich zeigen. Das hier wird unsere Festung sein. Eine Zuflucht fernab jeder Unterdrückung. Wir müssen sie schützen. Und genau, jetzt können wir nämlich auch dann ein Hospital bauen. Der Angriff der Purpurea Bald. macht ihnen große Angst. Bitte nimm sie auf. Dann haben wir das hier schon. Nee. Was, wenn all diese Leute krank werden? Wir brauchen ein Hospital. Das wird wahrscheinlich auch erst freigeschaltet nach dem Flug. Die Insel hier sieht nicht so beängstigend aus. Was meinst du? Genug Plätze haben. Er möchte sich ansiedeln. Das Pech Nö. verfolgt mich. Nö, meins. Okay, mal schauen. 130 von 600 haben wir jetzt aktuell. Die haben auch jetzt wieder Bedürfnisse. Tortillas haben die. Ja, da möchten sie gerne. Und dann schauen wir uns mal unsere anderen Bedürfnisse an. Das Holz geht so langsam, aber sicher zur Neige. Was kann ich für dich tun? Da sollten wir auf jeden Fall mal für Nachschub sorgen. Vielleicht. Am besten halt 100%. Halt nicht so viel Platz. Jetzt auch nicht hin unbedingt. Hier vielleicht noch. Ja, halt zur Not. Dann halt ein bisschen längeren Weg. Da ist der Weg. Aber das wohin damit? hat kein Lagerhaus in Reichweite. Da müssen wir halt da noch eins hinbauen. Sind unsere Leutchen dann schon da? Ja. Okay, dann gehen wir zurück in die alte Welt. Bauen da mal noch Fregatten. Soweit gut aus, auch wenn der Ton gerade irgendwie ein bisschen... Ja? Schiffklipper, Fregatte. 2 Stück. Schwenkt die Fahne der Freiheit. Immer noch zu wenig Fleisch. Was soll das denn? Das ist ja kein guter Zustand. Dann einfach mal mehr machen. Mal, weiß ich nicht. 30.
Und wir können auch ein paar Bauern upgraden. Ausgleicht. Okay. Der Rum kommt auch so langsam. Das braucht allerdings ein bisschen, bis der dann natürlich hier transportiert ist. Sieht man auch auf der Karte ganz gut. Wir haben hier die Handelsroute. Eben da ist sie eingerichtet und da läuft gerade das Schiff ein. Es sind allerdings so teilweise 5 Minuten, bis das dann übergelaufen ist. Dann dauert es noch ein bisschen länger, bis es auch hier an der Karte dann so bei uns ankommt. Okay, die Fregatte dauert jetzt noch ein paar Minuten. Dann schauen wir uns das hier mal weiter an. Länder existieren wirklich. Bin ich schon eine Expedition am Laufen? Hat verwirrt. Wo ist das Expeditionsbuch? Ja, Expedition, genau. Ah, die braucht vielleicht unser... Was jetzt? Eingreifen. Oder ist die... Hilf zuweisen? Gange? Ah, hier, okay. Ah, das hat einfach... das war noch nicht fertig. Warte mal, können wir ablehnen hier. Das macht mich noch krank. Oder sind wir noch nicht... Sind wir einfach im Menü hängen geblieben und haben das noch nicht fertig gemacht. Das passiert manchmal, da müsst ihr auch drauf achten. Ich weiß, Sie sind bestimmt. Ich sollte Was hätte mich sie nach gerne? Meer Finden und holen sie den Ehemann der Bäuerin. Der ist im Wirtshaus. Irgendwo. Ah, Wir werden auf Sie anstoßen. gut, noch ein Aufgabenobjekt bekommen. Vom Stapel gelaufen. Da ist die erste Fregatte. Sehr Die gut. können wir jetzt zu einer anderen Das Insel sollte eine schicken. Lehre gewesen sein. Und zwar in die neue Welt. Auf La Isla, da soll es jetzt hinfahren. Oh, du Ups, das hast war aber das ein Kanonenboot. paar Dinge. Ups. Neue Ziele. Aber das gleiche machen wir dann mit der Fregatte auch noch. Soll auch auf La Isla fahren. Da fahren sie los. In die neue Welt. Und unsere zweite Fregatte braucht noch 4 Minuten. Allerdings haben wir ja den Turbo aktiviert. Werden schneller gehen. Ich stürme und dränge zu neuen Ufern. Dem geht's auch soweit gut. Hier, jetzt. Ja, jetzt steigt der rum sogar ein bisschen. Gut, dass wir das mal sehen. Vielleicht reicht es sogar schon, um dieses Bedürfnis ganz zufriedenzustellen. Dieses Eiland beanspruchen im Namen des Kaisers. Ist diese Last das Gefühl der Schande? Ja, 66%, 70. So langsam wahrscheinlich. Selbst das größte Kunstwerk kann nicht mehr sein als ein Abglanz seines Ebenbildes könnte sogar in ausreichen, Mutter Natur. dass wir dann genug rum haben erstmal. Und das steigt natürlich dann auch nur weiter in Zukunft. Bis natürlich irgendwann unsere Produktion nicht mehr nachkommt und dann müssen wir noch mehr rum produzieren. Okay. Was haben die denn noch für Ansprüche? Soweit passt es bei denen. Und hier Pelzmäntel, Grundbedürfnis. Da müssen wir dann, beziehungsweise können wir dann sogar einfach noch ein paar upgraden lassen hier. Das dann auch noch voranzutreiben. (100, 800), ja, da kommen wir dann auch bald hin. 2 Fregatten, wie gesagt, das brauchen wir in der neuen Welt. Und wir können auch noch dafür sorgen, dass wir Obreros ansiedeln lassen. So, 20 Sekunden noch, dann ist auch das fertig, die Fregatte. Schiff vom Stapel Da ist sie, gelaufen. perfekt. Auf die alte Dame ist Verlass. Und auch du kommst in die neue Welt.
Gehen schon mal voraus. Zack. Hier sind wir. Oh, da kommen Feinde. Was wollt ihr Wir denn? versenken nie ein Schiff, das Ah, wir nee, auch es sind keine besitzen Feinde. können. Wenn wir uns gut mit denen stellen, dann gibt es keine Probleme. Gute Arbeit, Beneccio. Okay, soweit sieht das aber gut aus. Die wollen halt die Stolz Tortillas auf haben. unseren Erfolg. Zum Ort springen. Okay. Na dann. Ja, was machen wir jetzt am besten? Einfach mehr machen, ne? Können ein paar upgraden noch. Aber dann müssen wir auf jeden Fall mit den Alle stehen bereit. anderen nachbauen. Also normalen Häuser. Unsere Expedition, was passiert hier? Eine bärenstarke Begegnung. Alles bereit zur Jagd. Oh. Hoffentlich wird das ein Erfolg. Nicht garantiert. So. Immer Wo dieser könnten wir noch Nervenkitzel, Tortillas wenn anbauen? alles glatt geht. Vielleicht. Dafür brauchen wir Mais und Rindfleisch. Ebenfalls Rindfleisch. So, Mais hier. Vorsicht, Reffe. Mach dir deine Protze. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das ist halt auch, braucht halt eine riesige Anbaufläche. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Noch. So. Das hier alles für den Mais. Und unser Schiff. Ein Schiff ist auf jeden Fall jetzt da. Wir helfen, wo wir können. Das ist die Fregatte, ne? Ja. Und die zweite kommt auch noch. Können wir die Rinderfarm noch bauen? Würde ich hier ausbauen eigentlich? Voilà. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen auf dem Tisch. Okay, Rinderfarm als nächstes. Ja, die bauen wir mal hier hin. Oh, mit 6 Feldern. Auch meine Insel muss evakuiert werden. Es ist nicht mehr sicher dort. Und das reicht. Okay. Tortilla-Bäckerei. Allerdings haben wir dafür keine Ziegel mehr. Zeit, eine Ziegelei auf der Insel zu errichten. Die wir jetzt auch freigeschaltet haben. Den neuen, der neuen Einwohnerstufe. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Zeitung will auch noch lektoriert werden. Oh, ist ja sehr neutral. Wenn wir da ein bisschen was am Konsumverhalten ändern. Ich fühle das Qi, die Last der Scham. Nähern Sie sich mit der Flotte, um Geleitschutz zu beginnen. Schwer zu erlangen. Oha. Da müssen wir auf jeden Fall mit unserer Flotte auflaufen. Nehmen wir die Kanonenboote mit. Gatte. Hier ausgewählt. Und die können wir jetzt hier eskortieren. Allerdings recht langsam, ne? Ganz gemächlich. Gut, da können wir uns so lang um unsere Insel noch kümmern. Und zwar um die Ziegelei, dass die hier weiter wächst, weiter ausgebaut wird. Ja, auf jeden Fall den Anschluss. Dann ein Lagerhaus natürlich.
Ihr hört schon, da wird jetzt wird gekämpft. Bisschen. Okay. Ja, unsere Schiffe. Da. Da kommen sie an. Und wir werden verfolgt hier auch. Segler an unserer Seite, aber sei vorsichtig. Okay. Wir eskortieren sie. Ja. Die haben halt nur die Hälfte an KP sozusagen. Schauen wir mal. Hier passiert. Misch dich nicht in unsere Angelegenheiten. Ah, das ist da hinten. Können wir da einen Neue Befehle. Kanonenboot Sie haben uns gefunden. benutzen, um hier hinten anzugreifen. Und die Fregatte Neue Ziele. ebenfalls. Damit das nicht ganz so ein einseitiger Kampf wird. Oh, der hat es gleich zerstört. Ich werde Ihre Taten nicht vergessen. Ah. Aber wir feuern zurück, hoffentlich. Ja, das sieht doch gut aus. Der Falke ist bereit. Die Räder drehen sich und nichts kann sie aufhalten. Und dich können wir auch noch auswählen. Ah ja. Flotte beginnt Geleitschutz. Gut, das haben wir, glaube ich, geschafft. Okay. Dann geht's hier weiter mit Siedeln. Allerdings machen wir das dann in der nächsten Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Aber wir, oh, warte. Wir haben noch... Oh, wir haben 3 neue Tiere bekommen. Für unseren Zoo. Okay. Das können wir dann in der nächsten Folge machen. Hier werden die Schiffe angegriffen. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Pyrophäer. Okay. Na gut, wie gesagt, mehr dazu dann in der nächsten Folge. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Spiel gefällt. Und wie gesagt, auch der Kommentar, warum ihr gerne Anno zuguckt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Mein Name ist Fabian. Bis dann. Ciao.